Alle möchten rein, aber irgendwie wissen sie auch gar nicht wie. Ja, die Schweizer haben eigentlich den eigenen Dialekt. Wir haben 4 offizielle Sprachen in der Schweiz und Englisch ist nicht eine davon. Ja. Das ist die 5., die eigentlich so die oft genutzt ist. Sehr, sehr provokativ. Kaltakquise ist in der Schweiz tot. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, das ist nie tot. Aber es ist aufwendig. Es ist aufwendig, man muss es gut vorbereiten und man darf halt auch gute Vorqualifizierung erstmal machen, bevor man den ersten Call macht. Ein Schweizer Kunde, der einmal Ja sagt, bleibt für immer. Und wenn du dieses Gefühl hast, heißt, alle anderen haben es auch. Wir haben eine sehr hohe Konkurrenz in der Schweiz. Es ist nicht besser, in einen Markt reinzugehen, das niemand interessiert, aber es gibt ganz klare Regeln. Das ist ein bisschen die Lingua Franca von der Schweiz. Klappe zu, Klappe auf, ne? Klappe auf, genau. Hallo Patrick, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dialing Out, the OB2B Podcast, die 38. Folge, diesmal mit einem ganz speziellen Gast, dem Patrick Slama aus der Schweiz von Talentia. Wir werden heute gerade auch dieses Thema versuchen, ein bisschen anzuschneiden, und zwar B2B-Sales in der Schweiz, warum die Schweiz immer ein bisschen, muss ich ganz offen sagen, im Dachraum vernachlässigt wird. Alle möchten rein, aber irgendwie wissen sie auch gar nicht wie. Und in der Schweiz passiert natürlich auch eine eigene Geschichte. Die Schweiz macht Sales für sich selbst natürlich auch unabhängig von den anderen Dachländern und ist vielleicht auch von allen Dachländern nochmal was ganz Besonderes, ne? Kannst du das bestätigen? Ja, sicher. Also ich denke, das fängt schon mit der Sprache. Ja, die Schweizer haben eigentlich den eigenen Dialekt. Also eigentlich haben sie mehreren Dialekt. Du hast nicht den gleichen Dialekt in Zürich, in Basel, in Bern, in Wallis. Ja, man sagt Zürichdeutsch und so. Also das ist, und deswegen macht das natürlich für den ganzen Dachraum ist Schweiz definitiv etwas Besonderes. Nicht zu vergessen, dass es auch andere Sprachen in der Schweiz gibt. Also 20% von der Bevölkerung sprechen Französisch, 5% sprechen Italienisch. Und am Ende ist es ein Viertel, ein bisschen mehr, die einfach nicht einmal Deutsch reden. Ja. Und dann macht es natürlich noch Besonderes. Und sich auch ein bisschen weigern, Deutsch zu lernen, oder? Ist es auch ein bisschen so? Ja, kann man so sagen. Okay. Ja, das ist sicher so. Also grundsätzlich, ich sage immer, das ist, also ich komme aus der französischen Schweiz, also meine Hauptsprache ist Französisch. Und ich habe es natürlich in der Schule erlebt. Deutsch ist eigentlich die Sprache von der Mehrheit. Und du kannst es drehen, wie du willst, auch wenn man eigentlich gut zusammen lebt in der Schweiz. Irgendwie hat man die Mehrheit nie so richtig gern. Ja, okay. Und als Latinsprache, Französischsprache, ja, ist das Deutsch vielleicht ein bisschen zu kompliziert und da muss man den Wortschatz lernen. Ich sehe das jetzt bei meinen Kindern. Die haben diese 8 bis 10 Seiten Wortschatz, die sie lernen müssen jede Woche. Und ja, das ist hart, das muss man schon sagen. Und deswegen, ja, Deutsch ist dann irgendwann in den Kopf von den Leuten, oh Gott, das ist das Ding da oben, oh nein, das rede ich ungern. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute, die 7, 8 Jahre Deutsch in der Schule hatten, einfach kein Deutsch reden können. Ja. Es ist einfach viel zu schwer, um zu lernen. Oder meinst du, es ist einfach halt, ich brauche es nicht, ich werde es auch nicht brauchen? Ja. Ich muss jetzt meine Tochter überzeugen, lernt das. Das lohnt sich. Ja. Aber es ist hart. Sie will nicht. Das lohnt sich. Das ist ja auch irgendwie, wenn es die Mehrheit ist es ja tatsächlich auch vielleicht der größte Teil des Marktes, ne, den ihr auch haben möchtet als Schweizer Unternehmen, obwohl ihr vielleicht den Sitz halt in der Westschweiz habt. Ja, also wenn du als Westschweizer, also französisch sprechender Schweizer, Deutsch lernst, hast du viele Möglichkeiten, einen Job zu finden. Definitiv. Okay. Und deswegen lohnt sich. Außerhalb, dass natürlich, du lernst eine Kultur, wenn du eine Sprache lernst und alle die Sachen, aber richtig rein beruflich ist es ein Plus, wenn du Deutsch lernst. Okay, also Patrick, du bist jetzt 16 oder 18 Jahre lang in... Ich werde 18 Jahren jetzt im 1. Du wirst März. Volljährig? Ja, ich kann endlich mal trinken, super. Ja gut, Bier kann bei man der früher. Arbeit. Ja. Jetzt darfst du bei der Arbeit, ab morgens schon. Nein, also ich werde jetzt bald 18 Jahren bei der Adedo Talentia, also Adedo ist die Firma, die Talentia dann übernommen hat. Aber ja, ich bin da eigentlich seit 18 Jahren mit der gleichen Truppe unterwegs.
Ja, Okay, was ist dein primärer Job in deinem Beruf bei Talentia? Du bist CPM Sales Manager? Ja, kann man so sagen. Also Okay. Ich habe natürlich in den 18 Jahren viele unterschiedliche Jobs. Ich war jetzt 2 Jahre CPM Sales Manager für die ganze Business Unit von Talentia. Business Unit CPM. Das ist Software für Konsolidierung, Planung, Reporting. Und habe Teams selbstverständlich in der Schweiz, aber auch Italien, Frankreich, USA, Deutschland, Kanada geführt. Okay, gut. Wenn wir jetzt von so vielen Märkten sprechen, wo du schon irgendwo drin warst und was gemacht hast, wie würdest du das beschreiben in der Schweiz? Ist es auf einem kleinen Land sehr viel Unterschiedlichkeiten oder kannst du das schon vergleichen mit den USA und sagen, das ist eigentlich 1:1 fast dasselbe? Nein, also ich denke, sowieso jeden Land funktioniert eigentlich in sich selbst anders. Gut, natürlich als Firma, du hast eine unterschiedliche Position in jedem Markt, der einfach von der Historie. Und damit musst du einfach leben, damit das irgendwie damit rechnet. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, Jungs, Kanada, USA, Italien, ihr macht das so. Und das gilt für alle. Ja, das gilt auch für das Marketing, muss man anders sein. Man muss das einfach anders angehen. Und jetzt in der Schweiz natürlich ist es auch so, dass du kannst nicht einfach einen Verkäufer auf Zürich haben und sagen, ruf mal nach Genf an und versuch die Software zu verkaufen. Das geht nie. Erstmal Sprache. Das war schon die erste Hürde. Und zweitens dann Kultur und dann der Sales ist nicht nur die Person, die da oder der erste Kontakt, kann auch BDA sein. Ja. Da musst du auch das ganze Team haben. Ja, und das ist, das heißt, in der Schweiz wie auch weltweit musst du das Lokal, diese Lokalisation haben und die richtigen Leute in dem Platz, wo du das verkaufen möchtest, musst du dort haben. Das ist, und ich würde sagen, Schweiz ist so ein bisschen eine Mini-Welt oder ein Mini-Europa in sich selbst. Du hast die gleichen Probleme, dass du vielleicht europaweit siehst, ja, mit unterschiedlichen Ländern, dass du einfach eine kondensierte Version davon in der Schweiz. Ein Vorteil für dich vor allem, das hast du auch schon vorher erwähnt, ist, dass du eigentlich auch Wurzeln aus einem anderen europäischen Land mitbringst und dann die Schweiz auch ein bisschen, obwohl du Schweizer bist, auch aus außen betrachten kannst, aus einer anderen Perspektive. Ja, genau. Also meine Eltern sind Tschechen, beide, sind in den 60er Jahren ausgewandert. Ja, das war der Prager Frühling. Gut, meine Eltern sind ein bisschen weit, meistens sind irgendwann in Deutschland gelandet. Sehr viele Tschechen sind dann in München. Meine Eltern haben es ein bisschen weitergetrieben bis zum Genfersee. Das ist so. Also ich bin grundsätzlich, ich habe tschechische Wurzel, ganz klar. Zu Hause werden mit meinen Eltern Tschechisch gesprochen. Aber draußen Französisch in meinem Fall. Und natürlich hast du dann immer eine andere Sicht oder hast du eine gewisse Außensicht auf was dein Heimatland eigentlich macht und wie es ist. Und das ist sicher ein Vorteil, würde ich sagen, weil du kannst, diese Außensicht gibt dir einfach eine Perspektive. Ja, wenn wir die Schweiz jetzt irgendwie als eins betrachten und Vertrieb, B2B-Vertrieb in der Schweiz, was wir ja eigentlich mit euch auch schon seit einer Zeit versuchen zu machen und ich würde mal sagen, nicht unerfolgreich. Wie würdest du Schweiz als halt so eine kleine Mikro-Location sehen mit verschiedenen Kulturen, wieder verschiedenen Sprachen? Gibt es einen Konflikt, der es schwer macht, von West nach Ost zu verkaufen oder ist die Schweiz trotzdem irgendwie lieber, behält sie ihr Business lieber bei sich selbst oder geht sie lieber nach außen oder lässt sie auch nicht so gerne rein? Ja, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht muss man schauen, warum gibt die Schweiz überhaupt? Ja, das geht zurück über 700 Jahren. 1291 haben sich 3 Dörfer zusammengebracht gegen den Habsburg und haben entschieden, dass wenn einer von den 3 angegriffen wird, werden die 2 anderen auch helfen. Und so hat sich eigentlich in diesen 700 Jahren die Schweiz ein bisschen weiterentwickelt. Und immer so als Schutz gegen die Großen, die zuerst am Nord, Habsburg, und dann West, links, rechts, je nach die Geschichte.
Und ich glaube, das bleibt irgendwo noch ein bisschen drin bei der Schweizer. Der ist immer so ein bisschen skeptisch. Klein Land in den Bergen und da hast du großes Deutschland, große Frankreich, große Italien dann schaut man schon ein bisschen, man versucht sich ein bisschen zu schützen. Okay. Ich glaube, es ist nicht böse gemeint, das ist nicht so. Ich meine, heute ist die Welt sowieso so, dass alles international ist und die Schweizer reisen auch viel, etc. Aber irgendwo in den Würzen bleibt es wahrscheinlich schon ein bisschen, man braucht ein bisschen, man vertraut vielleicht ein bisschen mehr der lokalen Partner. Ja, und das heißt, wenn eine deutsche Firma in die Schweiz kommen möchte, es ist wahrscheinlich schwierig, wenn du nur mit deiner Mannschaft oder einem Team von Deutschland, du musst irgendwie ein bisschen so diese lokale Gefühle haben und die Türöffner wird wahrscheinlich viel einfacher, oder die Tür zu öffnen wird sicher einfacher, wenn du einfach mit dem Dialekt da reinkommen kannst. Ja. Das ist, es ist nicht abgeneigt, aber es ist sicher einfacher. Ich glaube, man muss schon einen großen Namen haben, um ohne Dialekt reinkommen zu können. Und auch in diesem Falle ist es immer noch halt so, alles super nett. Und die Schweizer sind auch immer unglaublich nett. Und man kann mit ihnen auch wirklich den Erstkontakt immer schön aufbauen. Aber da bleibt tatsächlich das, was du vorhin schon gesagt hast, da ist irgendwie so ein kleines Schild immer davor. Naja. Ich merke, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Das merken die Leute ziemlich schnell. Meistens merken sie nicht sofort, dass ich eigentlich aus der französischen Schweiz komme. Und erstmal die Schweizer fragen fast immer, ob Mundart oder Hochdeutsch. Das ist sehr höflich, ja. Dann, ich sage, Mundart ist okay, auch wenn ich nicht alles verstehe, weil ich weiß sowieso, es gibt einige, die switchen sowieso zurück auf Hochdeutsch oder zurück auf Mundart. So. Und aber erstmal ist es sehr höflich. Und wenn ich sage, ich bin eigentlich von der Westschweiz, dann, okay. Wir sind doch zwischen uns, ja? Ja. Und natürlich haben wir auch die Deutschschweizer eine gewisse Sympathie, glaube ich, für die Westschweizer. Und das hilft, sicher. Woher kommt die Sympathie für die Westschweizer? Ja, ich denke, das ist Westschweiz ist, wo man in die Ferien geht. Und wir sind ein bisschen die Latinen wir sind ein bisschen die Südeuropa für der Schweiz, sagen wir das so. Okay. Und man hat auch als Deutscher eine gewisse Sympathie für Italien und das gutes Essen und das gutes Leben, die Sonne. Ich glaube, auf so wie Mikro geschaut, hat es man auch in der Schweiz, zwischen die Deutschschweizer und die Schweizer. Gibt es für dich jetzt in der Schweiz eine Region, wo du sagst, da ist es viel schwieriger, irgendwie Business zu machen, weil die halt anders eingestellt sind? Wer ist in der Schweiz vielleicht die schwierigste Region? Ja gut, das hängt natürlich von woher du kommst. Aber okay, für uns, aus deiner Sicht dann. Ja, also für uns als Gesellschaft, also wir sind angesiedelt in der Region von Zürich, Zug, um präzise zu sein. Und für uns als Gesellschaft ist es extrem schwierig, in der Westschweiz, in der französischen Schweiz Business zu machen. Ich bin eigentlich die Ausnahme bei der Firma. Ich bin der Einzige, der richtig Französisch als Muttersprache hat. Gewisse von meinen Kollegen sprechen okay Französisch oder können nur ein Bier bestellen. Das heißt natürlich nicht, um richtig Business zu machen. Und das ist natürlich dann schwieriger. Also du musst entweder richtig etwas anbieten, das keine lokalen Firma anbieten kann, wo du kannst genug unterscheiden, damit es funktioniert. Aber sonst, wenn du richtig gleichen Niveau haben würdest, dann würde eine Firma in der Westschweiz wahrscheinlich eher für einen lokalen Partner oder einen Hersteller mitmachen. Ja. Du würdest dann schon behaupten können, wenn es dich jetzt nicht gäbe, hätten sie mit Talentia in der Westschweiz nichts zu tun. Nein, das ist nicht so, weil Talentia eigentlich ist ursprünglich eine französische Firma und die haben eigentlich, bevor wir dazu kamen, hatten sie schon Kunde in der Westschweiz. Okay. Aber die Talentia-Kunden, die sind eigentlich mit 1-2 Ausnahmen, sind eigentlich aus Frankreich gemanagt. Okay. Ja. Würdest du sagen, es ist schwieriger, aus der deutschsprachigen Schweiz in die französischsprachige Schweiz zu verkaufen, als umgekehrt? Oder ist von dieser Seite her vielleicht auch so eine Sache, wo man sagen würde, Ja, ist vielleicht einfacher von der Westschweiz nach wegen der Sympathie und den Bergen. Ja, vielleicht, ja. Okay. Also die möchten schon hin, ne? Die möchten halt
Ja, aber das sage ich jetzt ohne richtig irgendwie so, das ist so mehr ein Gefühl, das ist nicht irgendwo eine Erfahrung. Ja. Aber ich glaube, das sieht ja auch, wie würdet ihr uns unterstützen in der Westschweiz? Das wollte ich gerade sagen. Also bei uns ist es gerade das Thema, du hast es ja erwähnt, wir sind ja meistens mit Hochdeutsch unterwegs. Ne? Ja. Wir haben momentan niemanden im Unternehmen, der Schweizerdeutsch spricht. Ne? Ist aber kein Hindernis in diesem Fall, weil die wissen, es ist eine Schweizer Firma. Mhm. Die haben jetzt jemanden, der halt eben die ersten Gespräche auf Hochdeutsch führt, aber die wissen, dass sie wieder aufgefangen werden. Und das ist ein Riesenvorteil. Mhm. Das, was wir gemerkt haben, wenn wir von außen in die Schweiz gehen, dann wird es schwierig. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Und das ist schon so. Wir haben auch Leute, die bei uns arbeiten, die entweder Grenzgänger sind. Ja. Oder die auch ursprünglich aus Deutschland kommen und in der Schweiz wohnen und vielleicht sogar seit 15 Jahren und so. Und das heißt, die Mundart, das ist nicht ein Muss. Ja. Und das kann bei gewissen Fällen ein bisschen helfen. Aber wichtig ist, dass die Deutschsprache. Es wird schwieriger, würde ich sagen, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich rufe von dieser Firma und sprechen Sie bitte Englisch mit mir. Ja, Dann ist okay. es, oh Gott, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Okay, das ist gerade auch eine Sache. Das Gute, dass wir vielleicht auch schon gelernt haben. Also für mich ist Schweizerdeutsch im Ohr. Ich habe das seit Kindheit auf gehört und auch verstehe es. Aber das Wichtige ist halt auch, dass meine Kollegen hier das sehr gut verstehen können. Ja. Dann kann man die Leute zumindest in ihrer Mundart sprechen lassen, aber dann eben auf Hochdeutsch antworten. Das ist dann, glaube ich, auch zumindest so ein kleiner Punkt, der dann auch helfen kann, ne, von außen reinzugehen. Das ist wichtig. Okay. Das war für mich auch, weil wir lernen eigentlich Hochdeutsch in der Schule. Ja. Und da kommt man in Zürich und okay, ups, es ist ein bisschen anders, aber das lernt man. Man kann es wirklich auch lernen, aber die Sache ist halt es ist wirklich sehr schwer. Und deswegen, wenn wir den Dachmarkt machen, und meistens sind unsere Kunden tatsächlich aus Deutschland, die sind auch nicht super heiß drauf, in die Schweiz zu gehen, weil sie irgendwie auch wahrscheinlich schon gemerkt haben, da ist schon was zu holen, aber es funktioniert nicht so gut, wenn wir jetzt keinen haben, der wirklich auch in deren Mundart das Ganze auch hinbekommen kann später. Ja. Das ist aber trotzdem immer noch Dachraum, immer noch irgendwie halten sie zusammen auf dieser großen Mappe des Businesses. Was man ab und zu sieht bei gewissen Firmen, dass man nicht Dachraum macht, aber Alps. Okay. Und Alps ist dann sehr oft Schweiz und Österreich. Mhm. Ja, und das sieht man auch. Ich glaube, bei IBM haben sie das so. Okay. Oder hatten sie mindestens eine Weile. Und IBM Alps war diese zwei Länder zusammen. Okay. Das ist auch tatsächlich immer so. Also immer wenn wir einen neuen Kunden haben, der aus Österreich kommt, der möchte eigentlich schon auch sehr gerne Schweiz, aber trotzdem immer orientiert auf Deutschland eher. Ist der größere Markt. Ja, das ist halt so. Einfach so. Das, Deswegen ist die Schweiz ja auch so besonders. Ne? Für uns auch in-house, wir arbeiten unheimlich gerne mit Schweizern zusammen, weil die Zusammenarbeit ist immer wirklich sehr präzise, sehr zweiseitig. Es ist nicht immer so, dass wir irgendwie abgekapselt sind. Wir sind immer irgendwie, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, auch lange zusammen, aber auch sehr, sehr freundschaftlich von Anfang an. Und ich habe auch immer das Gefühl, die Deutschen sind auch immer so ein Duzerland, die möchten sich auch schnell duzen, aber bei der Schweiz habe ich das Gefühl, ist es schon im ersten Telefonat so. Die möchten gleich irgendwie, die sind gleich super freundlich irgendwie und halt aber so richtig friendly in einer Art, wo man sagen würde, die haben Lust, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Die haben irgendwie ein besseres Gefühl immer. Ja, da habe ich nicht richtig eine Erklärung dazu, muss ich sagen. Ja. Weil interessanterweise würde man das Gleiche hören von Frankreich. Also okay. Wir hatten vor vielen Jahren haben wir mit BDAs auf Frankreich gearbeitet und die hatten keine Erfahrung mit der Schweiz, also der Westschweiz. Und da haben sie, unglaublich, die Leute sind so sympathisch und die hängen nie das Telefon auf und
Okay, und das höre ich auch von dir und deinem Team, dass die Telefonate sind scheinbar viel einfacher in der Schweiz. Und kann ich dir nicht erklären, warum. Also, weil ich glaube nicht, dass irgendwie die Schweizer generell mehr oder weniger sympathischer sind als die Deutsche, also auf persönlicher Ebene. Das würde ich auch nicht unbedingt sagen. Aber das ist irgendwie im Business im Business schon. Ist, aber wie gesagt, ich habe keine gute Erklärung dazu. Ja, keine Ahnung, das ist die Luft wahrscheinlich in der Schweiz, die irgendwie freundschaftlich ausstrahlt. Ja, wenn du jetzt aber in der Schweiz bist und jetzt ein gesamtes Team führen musst aus verschiedenen Regionen, welche Sprache spricht man dann? Englisch. Immer? Ja. Man kann es einfach nicht mit Deutsch machen, ne? Also, wenn du ein größeres Team hast, da hast du einfach die Chance, dass mindestens 1 oder 2 Personen entweder nicht richtig Deutsch können oder nicht richtig Französisch können. Ich lasse jetzt ein bisschen die Italiener auf der Seite. Ja. Nicht, dass sie nicht wichtig sind, aber das ist dann eher, die sind 5% von der Bevölkerung, sind eigentlich sehr, sehr italienisch orientiert. Ja, es gibt einen großen Bergen, also der Gotthard zwischen den Italienern und der Rest von der Schweiz. Und deswegen lasse ich die ein bisschen Seite. Aber jetzt sprechen wir richtig ein Team von Französisch-Schweiz und Deutsch-Schweiz. Da wirst du sehr wahrscheinlich auf Englisch switchen müssen. Ja. Okay, gut. Das ist ein bisschen die Lingua Franca von der Schweiz. Was eigentlich, wir haben 4 offizielle Sprachen in der Schweiz und Englisch ist nicht eine davon. Ja. Das ist die 5., die eigentlich so die oft genutzt ist. Wo wird denn überhaupt Rätoromänisch gesprochen? In den Bergen irgendwie? Ja, das ist ich will jetzt nicht eine Zahl nennen, die vielleicht ganz falsch ist, aber die wahrscheinlich grob trotzdem richtig ist, was ungefähr 50.000 rätoromanischen Sprachende. Die sind eigentlich in 2 Talen. Lustigerweise, die haben auch ein bisschen unterschiedlicher Akzent. Eher so ein deutscher Akzent oder einen italienischen Akzent. Okay. Zu meinen Ohren mindestens. Und du findest natürlich niemanden, der nur Rätoromanisch spricht. Ja. Und ich kenne also persönlich nur eine Person, die Rätoromanisch wohnt in Zürich. Also es ist, Aber interessanterweise, die Schweiz hat, ich glaube, in den 90er Jahren sich entschieden, dass die Sprache eigentlich unterstützt sein soll. Das heißt, es gibt Radiosendungen, es gibt auch Fernsehsendungen. Die sind wahrscheinlich nicht rentabel, aber das ist, Aber das ist gut, das muss halt sein. Aber am Ende des Tages als Land musst du dich überlegen, wo du das Geld ausgibst. Und es gibt verschiedene Orte, wo du es machen kannst. Ja. Die Armee zum Beispiel kostet extrem viel Geld. Ich glaube, wenn du ein paar Prozent von dieses Geld für die Unterstützung von einer Sprache nimmst, kann nur alle dazu zustimmen. Ja, okay. Das ist auch eine Geschichte mit der Armee. Das fand ich immer voll spannend, als ich das gehört habe. Das ist jetzt total off-topic, aber kriegt ihr das Gewehr für zu Hause? War das mal so? Ja, das ist aber ohne Munition oder sowas, gell? Ja, genau. Also das wäre ein Thema, der einen Amerikaner sehr interessieren würde. Weil du siehst oft in der Sendung, die vergleichen die Anzahl von Waffen bei den Leuten zwischen Amerika und der Schweiz. Aber also ich habe viele amerikanische Freunde, ich sage, ja, Jungs, das ist einfach anders. Ja. Und es ist schon so, wenn du die Armee gemacht hast und du bist noch theoretisch, mir fehlt jetzt das Wort auf Deutsch, wenn du aufgerufen sein kannst, dann musst du eigentlich sehr schnell ready sein. Und das heißt, du hast alle nicht nur deine Waffe, auch natürlich deine Bekleidung, hast du zu Hause im Keller. Okay. Ohne Munition. Ja. Ja, das ist so. Also ich habe die Armee nicht gemacht. Aha. Das Thema ist jetzt auf der Seite. Aha, okay. Und aber ja, das ist wie das geht. Aber das ist da und da unvergessen. Das ist nie richtig ein Problem. Spannend. Naja, aber das lustig. Ist ein ganz Thema für sich selbst. Aber wo du jetzt direkt auch Amerika ansprichst, da hast du ja auch Teams geführt und Kanada. Oder wenn du jetzt sagen würdest, sind die Amerikaner auch ein Land, das gern mit der Schweiz Business macht, oder sind die dann eher halt
woanders? Ich glaube schon. Also der Punkt, wir haben natürlich von der Talentia-Seite haben wir das Produkt in Nordamerika verkauft. Ja, und da hatten wir lokal ein Team. Was heißt natürlich lokal in Nordamerika? Du musst irgendwo eine Küste oder irgendwo in der Mitte etwas auswählen. Und da wählst du meistens aus, wo du die richtige Person findest. Auch bei uns der Fall. Also wir hatten Leute in Toronto und in der Nähe von Boston. So hat sich, und diese Leute, die reisen natürlich extrem viel. Flugzeug ist so fast ein zweites Auto. Nicht, dass es ein Privatflugzeug wäre, natürlich, ja, aber einfach, die reisen extrem viel. Das musst du. Gut, nach Covid reist man ein bisschen weniger, aber trotzdem muss viel reisen. Das ist richtig in den DNA. Und ich weiß nicht, natürlich, ich glaube, du hast natürlich viele amerikanische Firmen, die etwas Ähnliches machen als wir. Und es ist wahrscheinlich nicht so einfach für das nordamerikanischen Team, den lokalen Leuten zu erklären, warum sie eine Software aus Europa nehmen sollen. Ich glaube, das ist eine Hürde, die nicht so einfach ist. Wir hatten ein gewisses Erfolg dort, aber dann hat auch die Gruppe sich entschieden, von der nordamerikanischen Teil zu trennen und die würde an einen Wettbewerber verkauft. Okay. Ja. Rein technisch gesehen, wenn du ein Team in Europa bzw. in der Schweiz führst und in Amerika, wie ist es mit der Mentalität zu vergleichen? Ist es unheimlich unterschiedlich oder kannst du schon dieselben Prinzipien auch in Amerika anwenden, wenn du ein Team führst? Nein, kannst du nicht. Das ist die Amerikaner sind, ich glaube, viel mehr, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, outspoken. Ja, so, irgendwie offen und möchten raus und möchten allen zeigen, dass sie die Besten sind. Und wir Europäer sind wahrscheinlich ein bisschen mehr nüchtern, je nach Land ein bisschen. Und nein, das ist einfach ein ganz anderes Konzept. Und dazu kommt natürlich, ich bin eigentlich in der Schweiz, das heißt, ich bin in Europa. Ich treffe mein Team in Europa regelmäßig. Also ich war jetzt in den letzten 2 Jahren jede Woche entweder in Milano oder in Paris oder auch bei uns in Zug. Und du triffst natürlich die Leute nicht in Amerika so oft. Also erstmal, das war ein kleines Business für uns. Und dann denkst du, oh Mann, muss ich jetzt in dem Flugzeug sitzen, mehreren Stunden und da hast du Jetlag und am Ende machst du extrem viel remote. Ja. Das heißt, die Nähe der Führung ist ganz anders. Und du musst einfach akzeptieren, dass du dieses Land auch viel weniger verstehst. Auch wenn wir alle Netflix-Serie und wir denken, wir sind alle Amerikaner, sind wir nicht. Deswegen musst du einfach ein gewisses Vertrauen in die Leute haben. Gut, das musst du sowieso haben. Ja. Wenn du lokal ein Team hast, ich behaupte nicht, dass ich weiß, wie man Geschäfte in Italien macht. Aber ich hoffe, ich verstehe genug von meinem Team, dass ich das Vertrauen habe, dass sie das machen können. Und wenn sie mir etwas sagen, schau, das muss so und so laufen, dann kann ich entweder sagen, nein, ich weiß besser als du, weil ich bin dein Chef. Oder ich muss sagen, ne, der kennt diese lokalen Leute, er kennt diese lokalen Besonderheiten. Und wenn wer mir sagt, das soll so gemacht sein, dann muss ich ihm vertrauen. Ja, und so funktioniert. Und das ist schlussendlich mit Nordamerika noch mehr so, weil die sind noch weiter und es ist noch auch kulturell, obwohl wir denken, wir sind nah. Nein, es ist anders. Und wenn die Person aus Boston sagt, schau, Patrick, das ist so und wir müssen das machen, da können wir das diskutieren. Ja, das ist auch gut. Die Leute haben auch gern, dass sie eine zweite Meinung oder einen Partner haben, um sich selber etwas zu überlegen. Aber irgendwann musst du sagen, okay, ich muss dich vertrauen und ich hoffe, das geht. Und am Ende des Tages zählt das Resultat. Und wenn er 5-mal gesagt hat, so müssen wir das machen, das hat nicht geklappt, dann kannst du sagen, du, bist du sicher? Und vielleicht verlierst du dann irgendwann das Vertrauen. Das kann auch natürlich passieren. Aber im ersten Blick musst du vertrauen. Okay. Ja. Dann von der Mentalität her ist die Westschweiz und jetzt die deutschsprachige Schweiz vielleicht nicht dasselbe. Aber würdest du eher sagen, ihr neigt von der Mentalität her eher zu Deutschland oder zu Frankreich? Ich glaube, wir sind Schweizer. Ja? Ich schaue zu Hause französische Sendungen. Ja, okay. Ja, zum Beispiel News. Gut, heute schaut man sowieso nicht mehr News, aber also auf Tagesschau, wie das heißt. Das ist sowieso ein bisschen passé, aber damals, also
du hattest das Fernsehen von der französischen Schweiz. Es prägt so viel einfach, gell? Ja, und dann hast du natürlich die französische Sendung TF1, A2 oder France 2 oder was der Teufel was. Und die Deutschschweizer machen genau das Gleiche. Die haben das schweizerische Fernsehen, aber dann haben sie ARD, ZDF, Genau. ich kenne nicht alle. Und ProSieben. deswegen, du bist kulturell, also ich weiß ganz genau, was politisch in Frankreich abläuft. Okay. Ich habe fast keine Ahnung, was da in Deutschland passiert. Okay. Ja. Und umgekehrt auch. Die Schweizer, die wissen ganz genau, wann die Wahlen sind in Deutschland und die Sachen, die haben wahrscheinlich sehr wenig Ahnung, was in Frankreich passiert. Deswegen, du kannst nicht sagen, der Land Schweiz ist, und die Italiener ist, das ist auch, die wissen ganz genau, wie es in Italien passiert und also da kannst du genau die gleiche Geschichte machen. Und deswegen kannst du nicht als Land sagen, das ist ein Land, der tendiert. Mehrheit tendiert dann natürlich eher zu Deutschland, weil ja, kulturell ist es viel, viel näher. Aber ich glaube, auch trotz eigentlich all diese Unterschiede, dass wir durch die Sprache haben, durch die Kultur haben in der Schweiz und auch, wir haben gesagt, ja, Business von einer Region zu machen, ist extrem schwierig. Aber am Ende des Tages halten die Schweizer sehr zusammen. Ja, das merkt man. Ja, du merkst auch andere Länder, die mehrsprachig sind, die haben viel mehr Mühe. Also das Beispiel ist wahrscheinlich Belgien. Aha. Ja, Belgien, die haben, wie lange hatten 3 Jahre keine Regierung und ja, die haben einfach extrem viele Spannungen zwischen diese 2 Sprachen Regionen. Ja. Ja, das hast du, ich weiß nicht, obwohl wir bei jedem Wahl siehst du, ja, die Deutschschweizer haben so gewählt und die anderen haben so, wir bleiben trotzdem zusammen. Okay. Das ist, weil jeder weiß wahrscheinlich, wenn er sich unabhängig machen würde, dann wird er innerhalb von ein paar Wochen von dem großen Land da der Nachbar gefressen und das will er nicht. Genau, das ist es. Ja, da kommen wir zurück auf, warum existiert überhaupt die Schweiz. Auch vor 700 Jahren, gell? Ja, genau. Ja. Sag mal, warum sollte oder wann sollte ein Land die Schweiz meiden? Wann sollte er sagen, das ist für mich eigentlich nicht das Land, wo ich reingehen sollte? Ja. Um Vertrieb oder irgendwie halt Geschäfte zu machen. Beziehungsweise, was sind halt die Nachteile vielleicht in der Schweiz, wenn man das überhaupt so sagen kann? Oder ein Nachteil, den man nicht mitbringen darf. Verstehst du irgendwie meine Frage irgendwie? Wann sollte man eigentlich sagen, ich lasse es lieber? Ja, also, wenn du, sagen wir, du bist eine deutsche Firma, du hast einen gewissen Erfolg in einer gewissen Region in Deutschland, bevor du richtig in die Schweiz kommst, musst du sicher sein, dass du eigentlich deinen eigenen Markt schon ausgeschöpft hast. Mhm. Weil sonst musst du wahrscheinlich einen großen Aufwand treiben, damit du in diese kleine Region reinkommst. Mhm. Vielleicht lohnt sich eher Bayern, sagen wir, du bist aus Düsseldorf und vielleicht der bayerische Markt ist für deine Sache. Das wird wahrscheinlich einfacher sein. Oder deswegen der Aufwand wegen all diese Sachen, die wir gerade gesprochen haben, ist vielleicht zu groß. Zu groß, okay. Das wäre vielleicht ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, der Schweizer Markt ist sehr attraktiv, weil der Schweizer Franken ist ziemlich stark und man hat das Gefühl, man kann gute Geschäfte in der Schweiz machen. Und wenn du dieses Gefühl hast, heißt, alle anderen haben es auch. Mhm. Und ich sehe das in unserem Bereich, wir haben eine sehr hohe Konkurrenz in der Schweiz. Also in dem CPM-Business haben wir eine viel höhere Konkurrenz in der Schweiz und qualitative Konkurrenz in der Schweiz, als du zum Beispiel in Italien siehst. Okay. Auch in Frankreich. Gut, Frankreich ist anders, weil du hast auch sehr viele lokale Hersteller. Oder Spanien zum Beispiel. Da ist fast niemand in Spanien. Mhm. Und deswegen, okay, ja, Schweiz kann attraktiv aussehen, aber wegen all diese Hürden und dass eigentlich viele da hinwollen, musst du dich das vielleicht überlegen. Ist es nicht besser, in einen Markt reinzugehen, das niemand interessiert? Und da kannst du dich einen Platz machen. Vielleicht ist es auch geschäftlich ein kleineres Markt, aber du bist allein, dann lohnt sich das mehr als in der Schweiz. Das wären vielleicht so 2 Punkte, wo du sagen kannst, okay, ich lasse die Schweiz sein. Okay. Und umgekehrt, wo meinst du, ist es für die Schweiz schwer, Geschäfte zu machen oder schwierige Geschäfte zu machen? Jetzt abgesehen von Ländern, wo man vielleicht auch gar nicht rein möchte, aber da, wo man rein möchte, wo ist es vielleicht nicht so einfach? Ja, also da können wir sicher, also für uns, ja, wir sind also basiert in der Region von Zürich,
der natürliche Schritt wäre sicher Deutschland. Ja, großes Markt, so viele Einwohner, so viele Gesellschaften, so viel Potenzial. Ich hoffe, dass wir das irgendwann machen. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das nicht zu früh machen. Zuerst müssen wir beweisen, dass wir eigentlich Erfolg haben in der Schweiz, unserem lokalen Markt, wo wir eigentlich die ganze Ausrüstung haben. Also wenn wir von Vertrieb sprechen, wir haben die ganze Kette von Vertrieb, also von Marketing, BDA, Verkauf, Beratung, Post-Sales. Und wenn wir mit dieser Ausrüstung nicht erfolgreich sein können in unserem eigenen Markt, warum sollen wir in einem Großmarkt, in einem anderen Markt erfolgreich sein, wo wir sowieso mindestens 1 oder 2 oder 3 Stücke von dieser ganzen Kette nicht haben werden? Ja, und denken immer, dass der Nachbarland oder der Nachbarmarkt oder auch der Overseas, ja, also in Amerika wird es alles einfacher. Ja, aber das ist nur, du denkst nur so, weil du eigentlich das Markt nicht so gut kennst. Ja. Und wenn du da mal reinkommst, dann merkst du, da gibt es auch Schwierigkeiten. Es gibt keinen einfachen Markt. Das existiert nicht. Okay. Ja? Also diese Idee, dass ohne Arbeit wird es nie Geld verdienen. Ja, das kommt nicht aus dem Himmel. Und das ist auch gültig für Geschäfte. Du brauchst, überall wo du gehst, wird es Hürde geben. Und in deinem Lokalmarkt, du kennst diese Hürde, dann musst du die überspringen. Und wenn du überspringen hast, kannst du irgendwo anders gehen, wo du auch Hürden haben wirst, die du noch nicht kennst. Ja, mir gefällt sehr dein nachhaltiges Denken und dass du wirklich nicht irgendwie alles oder gar nichts überstürzt machst, sondern wirklich irgendwie nach Prinzipien gehst und irgendwo was aufbauen musst, um weit zu kommen. Und nicht einfach, wir gehen einen Riesenschritt und dann bauen wir alles im Nachhinein auf. Ne? Und so habe ich das Gefühl, ist auch vielleicht ein gutes Sales-Team aufgebaut, das du vielleicht führst oder das vielleicht in einem Team ist, was ein gutes Team ist. Ne? Wir haben vorhin schon gesprochen, ohne Kameras, dass es nicht möglich ist, von heute auf morgen was zu verkaufen mit einer Person, die halt eben einfach jetzt Vertrieb macht irgendwo. Ne? Ja. Vielleicht kannst du nochmal so für uns zusammenstellen, wie sieht denn für dich im Sales für Technologie jetzt in unserem Falle, ne, was wir ja machen, ein Team aus, welches ein komplettes Team ist? Wer muss alles mit dabei sein, um das erfolgreich betreiben zu können? Also zuerst antworte ich zu deiner Bemerkung, dass ich sehr präzise, vielleicht bin ich im Gegensatz zu meinen Eltern, die irgendwann weggegangen sind und sagen, okay, mal schauen, was da passiert. Ich bin eher wahrscheinlich doch Schweizer geworden und ich bin sehr vorsichtig. Ja? Genau. Und das kann passieren. Aber ich glaube, das Vorsicht ist mehr, weil es ist wichtig, ich denke, richtig fokussiert zu sein. Und wenn wir jetzt... Entschuldigung, hast du das gleich gelernt oder auch erst Mitte 30? Ja, wahrscheinlich ein bisschen mit der Zeit. Wenn man ein paar Mal auf die Schnauze fällt, dann lernt man ein bisschen. Schon halt. Und ich glaube, wenn ich jünger war ich viel mehr... also ich habe zum Beispiel nicht ein sehr linearen Studium gehabt. Irgendwann, also ich habe eher so Mathematik und Physik studiert und irgendwann habe ich alles über Bord geworfen und ich habe Kino studiert. Okay. Also, und dann wieder zurück ins Business. Also bei mir war es überhaupt nicht linear. Gut. Überhaupt nicht. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ich denke, also du musst richtig diese Kette haben du musst ein Marketing-Team haben, der das lokalen Markt versteht. Du musst dann mit diese Marketing-Qualified Leads, musst du dann etwas machen. Du musst Leute haben, die diese erste Kontakt aufnehmen. Das ist, was ihr für uns macht, dieser erste Kontakt. Und schauen, okay, gibt es da richtig ein Projekt? Ist da irgendwo Potenzial? Und wenn dieses Potenzial anerkannt ist, dann zu dem Vertrieb-Team. Wichtig ist, es muss Potenzial geben, weil einfach Leads weiterzugeben, nur so, der Kunde muss einen Bedarf haben. Du wirst nicht einen Kunden überzeugen, wenn er keinen Bedarf hat. Das ist die Grundregel in Marketing. Und dann gibt es das Vertrieb. Und das Vertriebsteam ist auch so ein Mini-Team, weil wir verkaufen Technologie. Das heißt, du musst auch Leute, die den technischen Teil erklären oder den fachlichen Teil und Wirtschaftsprüfer zum Beispiel, die dann mit dem CFO, mit dem Group Controller sprechen und erklären. Und dann hast du die Berater, die implementieren werden und dann hast du das Post-Sales oder das Support. Und es ist wichtig, dass jeder in seinem Bereich richtig fokussiert ist.
Mhm. Und wir haben es auch off Kamera mit deinem Team besprochen, was ich bei euch extrem schätze. Ihr seid richtig auf dieses BDR-Teil voll fokussiert. Und was du sehr oft bei Firmen siehst, ist, dass die stellen BDR ein. Mhm. Sind meisten Leute, die eigentlich in Vertrieb gehen möchten, Ja. sind ein bisschen zu junior. Deswegen gehen sie zuerst in diese BDR. Ich sage nicht, dass es eine schlechte Schule ist. Das ist nicht, was ich sage. Aber ich denke, wenn du Leute hast, die nur denken, okay, ich mache das ein paar Monate, weil eigentlich macht mir das nicht so viel Spaß. Und ich bin in 6 Monaten, 12 Monaten, kann ich den Sprung machen in Vertrieb. Dann sind diese Leute nicht fokussiert. Ja? Die sehen nur, okay, was ist mein nächster Schritt? Und was passiert dann? Du hast sehr schnell eine Frustration, die sich da abbildet. Und diese Frustration ist dann negativ. Ja? Das ist negativ. Und dann wollen die Leute weg. Und du siehst bei vielen Softwarefirmen, diese BDR, die wachsen extrem schnell. Ja. Und was heißt das? Das heißt, du als Gesellschaft musst du extrem viel Energie reinstecken, damit entweder diese Leute doch bleiben oder dass du ein Mekano hast, wo, wenn die weggehen, hast du schon der Nächste, der kommt. Ja. Und das heißt, du musst auch Management-Attention haben auf diese Problematik. Aber wir sind Softwarehersteller. Ja? Das ist, was wir können. Und natürlich brauchen wir Vertrieb, damit wir diese Software verkaufen können. Aber unser Job ist nicht, BDR zu pflegen. Das ist so ein Nebenjob. Ja, das ist das ist also ein Zweck zum Ziel. Mhm. Und wenn du aber ein Team findest, der richtig auf das fokussiert ist und der sagt, okay, wir müssen diesen Teil am besten machen für unsere Kunden, wir sind Kunde, das ist einfach ein riesen Mehrwert für uns. Ja, das, was du vorhin gesagt hast, es werden sehr oft halt Leute in die BDR-Position eingestellt, weil das Team einfach nicht reif genug ist, um diese Position als super wichtig zu sehen. Ja? Sie denken immer, das ist halt so ein Teil, der bekommt ein paar Marketing-Qualified Leads von uns rein, da muss nur nachhelfen. Und Marketing-Qualified Leads, um ehrlich zu sein, sind die schlimmsten Leads, die man bekommen kann, weil man sehr viel Müll bekommt. Ja. Und die Erwartungen von der anderen Seite, wenn jemand das nicht versteht, sind super hoch. Ja. Und dann verzweifeln die armen Leute in dieser BDR-Position, weil sie mit einer ganz schlechten Position anfangen, Erwartungen riesenhoch sind und die selber nicht wissen, was sie mit dem Müll machen sollen, den sie haben. Und die erwarten im Vertrieb schon, dass es schon halb verkauft ist, nachdem der irgendwie das bekommt. Ne? Also ich serviere mir das auf dem Plateau, ich muss nur den Vertrag noch machen. Genau. Genau. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass man wirklich ein richtig guter Vertriebler später auch ist, wenn man wirklich eine lange Zeit lang BDR-Job gemacht hat. Ne? Wahrscheinlich schon, ja. Ich selber gehe auch ab und zu mal wieder zurück in die BDR-Calls. Habe ich jetzt auch neulich gemacht. Ich finde, das muss man vielleicht ab und zu mal wieder machen, um einfach nochmal zu seinen Wurzeln zu kommen und zu sehen, ja, ganz genau, schau mal, hier kann ich dann auch später meinem Team auch sagen, super, aber ich habe auch noch was erfahren und ich sehe, dass es euch total mies geht momentan, weil ihr bekommt ja auch nicht das rein, was ihr vielleicht gewohnt seid. Und jedes Quartal, jeder Monat, jede Woche ist irgendwie auch gefühlt anders im BDR-Job, ne? Und das muss man leider auch verstehen. Und sehr oft, ich glaube, scheitern die BDRs und mögen ihren Job in dieser Hinsicht nicht, weil der Support von oben unter Anführungszeichen, nicht gegeben ist. Ja. Weil die einfach nicht verstehen, dass das also das ist wirklich die Königsdisziplin für uns. Wir würden sagen, deswegen haben wir das auch so ausgebaut. Das ist unser A und O. Alles, was dahinter passiert, ist schön und gut für uns. Aber wir müssen das natürlich auch von oben nochmal erfahren oder von dem weiteren Schritt, um zu sehen, was wir dann auch nun mal besser machen können. Und wenn das nicht gegeben ist, und das ist bei euch perfekt gegeben, wir wissen auch immer, wohin das Ganze geht. Manchmal weiß man ja einfach gar nicht, nachdem man ein Lied abgegeben hat, was mit dem passiert ist. Ja, der ist irgendwo für euch fertig und man gibt euch nie ein Feedback und da weißt du auch nie, okay, hat das etwas gegeben? Erstmal, wenn es zu Ende gebracht hat, Erfolg, dann denkst du, cool, da war ich ein Teil davon. Ja, das
tut eigentlich ein Team gut. Ja. Und wenn es nicht so war, ja, gibt es vielleicht ein Feedback davon. Was hätten wir anders gemacht können? Gut, ist klar, nicht jeden Lied wird ein Erfolg sein, aber du musst versuchen, etwas davon zu lernen. Und wenn diese Kommunikation nicht da ist, dann ist es schlimm. Ja, und das ist natürlich für uns, also unsere beide Firmen, das ist richtig, wo auch das Schwierigste, wir müssen uns immer erinnern, ja, dieses Team müssen wir auch mit Informationen zurückfüttern und sagen, schau, das war gut, das war schlecht Genau. und auch so offen reden. Und, aber wie gesagt, das haben wir auch, ja, wieder auf Kamera gesprochen, das ist, ihr seid richtig da, ihr überlegt euch extrem stark, ja, was hätten wir hier machen können, und ihr habt auch Erfahrung mit anderen Kunden. Ja, und diese Erfahrung könnt ihr auch eigentlich indirekt zu uns auch ein bisschen bringen, weil etwas hat da gut funktioniert, warum würde es hier nicht funktionieren? Ja, wir haben ein paar Mal diesen Austausch gehabt. Ja, aber schau, wir haben das gemacht, warum machen wir das nicht hier so und so? Und dann gibt es halt gute Gründe nicht. Und vielleicht ist es ja, okay, gut, da haben wir nicht gedacht. Und deswegen, also ich finde, dass ihr so fokussiert ist richtig ein Mehrwert für uns. Und ja, ich glaube, das werden wir nie intern so gut schaffen, wenn wir das mal so machen möchten. Okay, das freut mich zu hören. Wobei, ich bin immer Fan davon, wenn ihr wirklich keine Chance habt, das intern einfach aufzubauen, dann erst auslagern, obwohl ich jetzt gegen mich spreche oder gegen unsere Firma. Weil ich finde, es ist extrem schwer wegen dieser Kommunikation. Wenn man das nicht bekommt, wie wir das von euch bekommen, dann kann es keine langfristige und stabile Zusammenarbeit werden. Ne? Wir haben Kunden, mit denen arbeiten wir auch länger zusammen als mit euch. Aber gerade weil es halt gut passt in diesem Austausch und weil die Erwartungen auch gut gesetzt werden. Und ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben da unsere Kunden auch geschafft, irgendwie zu schulen und zu sagen, hey, das muss so laufen, wir machen den Teil und ihr macht euren Teil weiter. Ne? Aber weißt du, diese Kommunikation zwischen dem BDR-Team und der Rest von der Verkaufsmannschaft, der funktioniert auch bei internen Situationen nicht. Ja, also ich habe oft das gelebt, weiß ich. Da sind die Juniors, ja, die sind da irgendwie geparkt. Und die sollen einfach Leads liefern. Und und diese Zurückkommunikation, also ich weiß in Frankreich und in Italien haben wir interne Leute. Und ich sage immer mein Verkaufsteam, das Lead-Team, sage, nimm diese Person dann in den Call rein. Die muss verstehen eigentlich, was passiert nachher. Wenn du ihn nie nimmst, musst du einfach zuhören können. In Italien machen sie sehr gut. Die nehmen richtig auch wird die BDA-Leute auch ab und zu bis zu Kundentermin physisch mitgehen. Ach so, okay, super. Gut. Er hat einen Job, er kann Notizen aufnehmen. Super. Er kann der Vertrieb mit der Person einfach auch reden und dann lernt sie extrem viel. Und das ist, da funktioniert. Aber du musst dafür etwas machen. Wenn es einfach nur so ein Team ist, der da einfach Leads liefert, intern, extern, funktioniert. Okay. Keine Chance. Ja. Da bin ich ganz deiner Meinung und das muss auch so sein. Und es ist wirklich einfach ein lebendiger Austausch. Und gerade warum viele Leute aus diesem Job rausspringen, ist, weil sie von der anderen Seite einfach das Feedback nicht bekommen und nicht besser werden können. Ja, weil sonst kann man eigentlich, glaube ich, meines Erachtens nach lebenlang BDA sein. Der Job kann extrem viel Spaß machen, weil man wirklich genug Input hat und dann, es ist ego-getrieben. Je mehr du irgendwie rausbekommst aus der Geschichte, je mehr Termine du legen kannst, die dann noch erfolgreich sind später, da muss man eigentlich sagen, der BDA hat die meiste Arbeit dann gemacht. Ne? Der hat dir das geliefert, was du eigentlich haben wolltest. Ne? Genau. Als Vertriebler, der dann eben Sales am Ende macht, ist es einfach, wenn du einen guten Lead bekommst. Absolut, das ist sicher so. Gut. Ich resümiere noch mal ganz kurz. Die Schweiz ist das gelobte Land für die Schweizer auf jeden Fall. Für außen in die Schweiz zu kommen, kann extrem schwer sein, wenn man wirklich nicht gewappnet ist mit der Kultur, der Sprache vor allem auch. Oder auch halt auch nicht die Erfahrung aus dem eigenen Land so weit gebracht hat, dass man sich wirklich auch nach außen in der Schweiz vorzeigen kann. Also doch ein bisschen ein schwieriger Markt, aber wenn man mal drin ist, ist man happy. Ja, kann man sicher so sagen. Super. Und die zweite Sache, ein gutes Vertriebsteam ist nicht ein mächtiger Sales, der alle Abschlüsse und Deals abschließt, sondern die ganze Kette an Leuten. Es ist ein Team oder eine Kette Arbeit. Ihr gehört eigentlich zum Team, auch als Externe. Und muss alles, die ganze Kette muss laufen, sonst geht es nicht. Auch wenn du musst einen guten Nachverkaufsteam haben, weil das sind deine Referenzen nachher, die nützt du auch dann für den nächsten Deal und so. Also die ganze Kette muss stimmen.
Aber ich würde sagen, das können wir abspiegeln in jedes Land fast. Ne? Das ist einfach das ist jetzt ein Rezept, das überall funktioniert. Ja. Ja, okay. Und dann habe ich noch fürs Ende ein kleines Spiel vorbereitet mit ein paar Aussagen zur Schweiz an sich, welche du mir dann nochmal bestätigen oder eben nochmal anders umformulieren kannst, falls du damit nicht einverstanden bist. Und zwar heißt das Team Swiss Sales Top oder Flop. Ich habe ein paar Aussagen, typische Sales-Situationen in der Schweiz oder auch in anderen Ländern, das kannst du selber beurteilen. Und du sagst mir, ob das super funktioniert in der Schweiz oder ob das auf jeden Fall Flop ist und gar nicht funktionieren kann. Okay. Gut. Und zwar einheitliches Pitch-Deck für alle Regionen. Zeit gespart, gleiche Botschaft, alles gut. Ja gut, also wenn man nicht zugehört hat, was man vorher diskutiert hat, ganz klar ein Flop. Ja, kannst du sagen, dass es vielleicht in der französischen Schweiz, deutschen Schweiz, italienischen Schweiz eher so ist, du musst vor Ort mit jemandem was essen, trinken gehen, um den Vertrieb zu beenden? Oder kann man das alles immer online machen? Es hängt davon ab, was du verkaufst immer. Aber ich würde sagen, ja, du musst irgendwann einen persönlichen... Okay. Im Verkaufs... Wenn du etwas kaufst, dann kaufst du von jemandem, der du irgendwie magst. Oder eine gute Beziehung hast. Wenn du denkst, der andere ist ein Idiot oder du willst mit ihm nicht reden, dann vielleicht kaufst du, weil du keine Wahl hast, aber es ist viel einfacher, wenn du irgendwie ein Gefühl für diese Person. Und natürlich bei die Gelegenheit, etwas essen zu gehen und etwas anderes zu besprechen, hilft in diesen Sachen. Und wahrscheinlich sind, ist ein bisschen in den Latinenwelten ist vielleicht mehr so Zusammenessen als in nördlichen, aber das ist ein bisschen Klischee auch vielleicht, weiß ich nicht. Okay. Ja. Bei uns wird sehr viel in Kroatien zum Beispiel sehr viel gegessen und getrunken während Vertriebsmeetings. Wir tatsächlich nicht, weil wir halt sehr wenig mit kroatischen Unternehmen zusammenarbeiten, aber hier ist es, glaube ich, das Einzige, was wie Vertrieb eigentlich richtig gemacht wird. Ja, lustig. Also ich kenne in Italien oder Spanien. Auch, gell? Ja, ich habe ein paar Jahre in Spanien gelernt. Und du im Meeting sagst du die offiziellen Sachen und Mittagessen, das wo du richtig das Business im Detail dann bespricht. Absolut. Okay. Umgekehrt, aber jetzt auch nicht schweizspezifisch. Du hast gerade gesagt, du kaufst ja gerne von jemandem, den du sympathisch findest und gut findest und nicht von jemandem, den du halt nicht so magst, ne? Aber verkaufen würdest du an jeden, oder? Ja, klar. Außer es hat, also wir hatten einen interessanten Fall vor ein paar Jahren. Wir hatten eine Firma aus Bielorussia, sagt man auf Deutsch, Bielorussia. Belarus, ja. Und die war noch dazu irgendwie verknüpft mit ich weiß nicht, ob das Waffen war oder Petrol und so. Okay. Und dann haben wir gesagt, das machen wir doch nicht. Okay. Gut, jetzt würden wir sie sowieso nicht machen dürfen, würde ich sagen. Aber da haben wir uns unwohl gefühlt und wir haben gesagt, okay, das machen wir doch nicht. Das ist auch sehr schweizerisch und vielleicht, so richtig anständig. Ja, vielleicht, ja. Ich glaube, bei euch ist es so, das ist vielleicht ein Extremfall, wo jetzt alle sagen würden, ja, bravo, gut gemacht. Aber ihr verkauft eine Software, aber auch Leute, die dahinter stehen, die sich natürlich dann mit solchen Menschen, die man nicht sympathisch findet, auch beschäftigen muss, ne? Daran muss ich nämlich sehr oft denken, wenn wir bei uns was verkaufen. Und wenn es wirklich, bei mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich das sabotiert habe, weil ich halt weiß, dass später unsere Projektleitung und die BDRs mit jemandem zusammensitzen müssen, der gar nicht reinpasst. Das ist dann schwer, weil du hast halt, wir verkaufen ja keine Software an sich, sondern die Leute müssen mit jemandem arbeiten, der dann wirklich sehr schwierig sein könnte. Ist nicht oft passiert, aber wenn ich halt mal gemerkt habe, Also, klar, du hast einfache Kunde und du hast schwierige Kunde. Das ist, ich glaube, in jedem Business so. Ja. Wenn du einen schwierigen Kunde hast, dann musst du trotzdem einen Weg finden. Ich meine, das ist der Job. Ich meine, wenn alles einfacher wäre, dann würdest du keinen Job haben.
Das stimmt. Vor allem, wenn du das geschafft hast. Dann ist der Erfolg nochmal extra hoch. Ne? Wenn du weißt, boah, der war irgendwie total komisch, aber jetzt holen wir den einfach rein. Ja, und irgendwann, und dann sind vielleicht auch die Leute wechseln und so. Da ist, mir ist es einmal passiert, wo ich ein Kunde irgendwann gesagt hat, schau, so nicht mehr. Wir wollen dich nicht mehr als Kunde. Weil was du da machst, immer die Regel so umbiegst und so, jetzt reicht. Okay. Jetzt ist Schluss und interessanterweise war es dann für den Kunden doch vielleicht irgendwie so ein Wake-up-Call. Okay. Und da hat er zurückgerudelt und seitdem ist es eigentlich... Das ist ja auch ganz gut, ab und zu musst du einfach Nein sagen. Ja, und, Ich glaube, es gibt so einen Spruch, den ich sehr, sehr gerne habe, ist lieber ein Ende mit Schreck als ein Schreck ohne Ende. Genau, sehr gut. Das ist gut. Weiter geht's. In der Westschweiz zuerst über Privates reden, dann über Business. Boah, das ist ein bisschen Klischee wieder für die Latin. Ich glaube nicht besonders. Nein. Redet man überhaupt übers Private? Später dann vielleicht? Ja, oder? Vielleicht schon. Weißt du, interessanterweise, ich habe gemerkt, in Frankreich redet man sehr wenig über Privates. Okay. Obwohl du denkst, das ist ein latinisches Land und so. Sehr wenig. Du, zum Beispiel, wenn du ein CV kriegst von einem potenziellen Mitarbeiter, wenn du jemanden suchst, es gibt nie Hobby. Und für mich ist es sehr komisch, weil in der Schweiz hast du immer irgendwo eine Zeile Hobby. Ja. Immer. Das ist natürlich nicht übertrieben. In Deutschland auch. Ja, in Deutschland auch, genau. In Frankreich nie. Okay. Oder fast nie. Und du wirst auch dieses Thema nicht ansprechen, wenn du in ein Interview. Und wenn du das machst, ich habe es ab und zu gemacht, da merkst du, die Leute sind da, das geht zu weit. Das interessiert uns nicht, oder? Ja, genau. Also, okay. Deswegen, ich glaube, es gibt keine klare Regel da. Okay. Aber ich würde sagen, vielleicht auch, ich kann es jetzt vielleicht nicht ganz direkt einschätzen, aber ich würde schon sagen, dass man auch in der deutschsprachigen Schweiz sehr, sehr schnell irgendwie auch private Sachen untereinander sich austauscht. Ich glaube auch. Gell? Ja. Okay, gut. Dann, das habe ich dich schon gefragt, aber das hast du schon beantwortet. Sales Calls immer auf Englisch, um Missverständnisse zu vermeiden. Dann aber halt nur, wenn es vielleicht nach Italien, in die italienische geht oder so. Es hängt von dem Team ab. Ja, aber du hast gemeint, wenn es ein komplettes Team ist aus verschiedenen Regionen, dann Englisch. Dann Englisch. Gut. Sehr, sehr provokativ. Kaltakquise ist in der Schweiz tot. Ich glaube nicht. Aber es gibt immer Wellen dazu. Es gibt Zeiten, wo man denkt, das funktioniert so nicht, wir müssen etwas anders machen. Und dann geht man wieder zurück. Das ist so Mode und erfahrungsabhängig. Nein, ich glaube, das ist nie tot. Aber es ist aufwendig. Es ist aufwendig, man muss es gut vorbereiten und man darf halt auch gute Vorqualifizierung erstmal machen, bevor man den nächsten Call macht. Also was natürlich nicht funktioniert, und das habe ich gemacht, wenn ich an der Uni war, hat man einfach den Telefonbuch genommen, weil ich habe Versicherungen verkauft. Okay. Respektive ich habe versucht, die Leute zu überzeugen, einen Termin mit einem Versicherer zu nehmen. Und dann ist man einfach den Telefonbuch runtergelaufen. Der Telefon einer nach dem anderen, war es nicht so... war schon vor vielen Jahren und da war nicht alles automatisch wie heute und so. Und das ist Kaltakquise, also kalt. Und das funktioniert natürlich nicht. Du musst irgendwie schon wissen, wo du anrufst und dich ein bisschen vorbereiten. Doch, und so. Man muss auch ein bisschen Aber wenn du gut vorbereitet bist und sagst, okay, diese Firma machen das und das, sie müssten einen Bedarf haben und du weißt, wen du anrufen musst, das glaube ich, das funktioniert. Finde ich auch. Mindestens zu erfahren, hat der Kunde einen Bedarf. Ja. Ohne Bedarf gibt es nicht, aber ich glaube, das funktioniert. Gut. Ein Schweizer Kunde, der einmal Ja sagt, bleibt für immer. Sind die Schweizer treuer? Ich glaube, ja. Ja? Aber du denkst, das ist mehr in der Schweiz als irgendwo anders? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn du einmal Ja sagst und du bist zufrieden mit dem Service, dann bleibst du. Also außer dein Business sich ändert und so. Es ist mehr in der Schweiz. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es mehr in der Schweiz ist als in anderen Ländern. Als irgendein anderes Land? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass die Schweizer sehr viel zurückgeben auch. Ne? Und deswegen funktioniert das auch. Dass sie sich selber auch gut investieren in eine Zusammenarbeit. Ja, also was ich bisher gesehen habe. Wir haben es immer als Verkaufsargument. Wenn wir einen Kunden versuchen zu gewinnen, wir sagen, schau, wir haben ein Projekt zusammen.
Und wir werden langjährig zusammenarbeiten. Ja, wenn wir das Software eingeführt haben, werden sie Support brauchen. Sie werden Änderungen haben wollen. Es wird leben. Diese Beziehung wird leben. Und da kann man auch sagen, wir haben ein Team, der schon auch vielen Jahren zusammenarbeitet. Ja, wir haben auch nicht so viele Wechsel und so. Das ist richtig ein Verkaufsargument für uns. Und deswegen, ja, wenn du es richtig so annimmst, das ist eine Beziehung, eine Zusammenarbeit, dann ist deine Aussage, wenn einer Ja sagt und du pflegst es richtig, dann bleibt er. Alles gut. Ja. Und noch eine letzte Sache. Wenn man zu spät kommt. Pünktlichkeit. In der Westschweiz, in der deutschsprachigen Schweiz, in der italienischen Schweiz, in den Bergen, ist das ein Problem? Ja. Okay. Es gibt unterschiedliche Regeln, aber es gibt ganz klare Regeln. Okay. Ja. In der Deutschschweiz, wenn du sagst, wir haben eine Präsentation, wir gehen zu Kunden, wir haben eine Präsentation und die fängt um 2 Uhr an, dann fängt die Präsentation um 2 Uhr an. Das heißt, du musst 10 Minuten vorher dich an der Rezeption anmelden, damit du bis zum Meetingraum geführt bist. Du musst schauen, dass dein PC und so alles läuft, damit theoretisch um 2 alle kommen auch ein bisschen früher, damit du um 2 anfangen kannst. Okay, das muss dir keiner sagen, dass du eher kommen musst. Du weißt Bescheid, du musst dich noch vorbereiten. Das ist einfach die Höflichkeit, die sagt, du musst früher kommen, damit du um 2 anfangen kannst. Ich würde sagen, in der Westschweiz würdest du so ein bisschen kurz vor 2, so ein paar Minuten, also ich bleibe immer bei Beispiel 2 Uhr am Nachmittag, du kommst vielleicht 1, 2 Minuten vorher, weil die Person erwartet, dass sie sich, also dein Hauptansprechpartner, der wird erwarten, okay, er kümmert sich um dich ab 2. Okay. Ja, okay. Unterschied. Ja. Und wenn du das auf Privatebene nimmst, ich komme aus Waadtland, das ist auch ein Teil, ein Kanton in der Schweiz, und wir haben die 15 Minuten waadtländische, die Viertelstunde waadtländische Zeit. Und das aber das ist eher für privat. Das heißt, wenn du bei jemandem um 2 oder sagen wir um 6 Uhr am Abend eingeladen bist für Abendessen, dann darfst du 15 Minuten, das ist ganz okay. Okay, 15 Minuten. Ja, gut. Das ist ein bisschen so die Regel. Und da solltest du nicht zu früh kommen. Ja, also privat ist natürlich nicht das Gleiche. Du kommst natürlich nicht, das ist wahrscheinlich überall das Gleiche. Ja. Aber für Business hast du ganz klare Regeln und die sind ein bisschen anders je nach Region und die sind wichtig. Das ist eine sehr, sehr spannende Lektion, die wir gerade gelernt haben. Ne? Ja. Also immer ein bisschen früher kommen, wenn es ums Geschäft geht und auch gar nicht früher kommen, wenn du zum Abendessen eingeladen wirst. Vielleicht ist die Köchin oder der Koch noch nicht bereit. Ne? Genau. Gut. Ja. Sehr ähnlich bei uns, wenn es ums Private geht. Keiner möchte, dass man zu früh kommt, aber die meisten kommen eine halbe Stunde oder eine Stunde später. Das ist sehr oft so. In Kroatien ist die Pünktlichkeit im Privaten wirklich sehr flexibel. Ja, okay. Ja. Gut, weißt du, ich habe in Spanien gelebt und ich hatte in dieser Zeit hatte ich viele Freunde auch von Lateinamerika. Und ist sicher Klischee, aber das ist doch die Wahrheit. Ja. Also ich weiß, Mexikaner, wenn die sagen, okay, ich bin irgendwo um 8 Uhr eingeladen, dann gehen sie sich um 8 Uhr duschen. Genau. Dann fangen sie sich vorzubereiten. Das ist es. Dasselbe ist es hier. Ne? Ja, ich komme schon öfters auch mal spät, aber nicht eine Stunde später, sondern vielleicht 5 oder 10 Minuten später. Das finde ich schon halt, okay, das ist nicht gut. Aber zu früh komme ich nie. Patrick, das war's eigentlich für heute. Ja. Wir haben alles resümiert. Du hast uns einen wirklich sehr schönen Einblick in die Schweiz gegeben. Vielleicht sieht jetzt einer, woran er bisher gescheitert ist und was man besser machen kann, um in die Schweiz überhaupt reinkommen zu können. Oder vielleicht merken jetzt endlich die eine Vision hatten, in die Schweiz reinzugehen, dass es eigentlich gar nichts für sie ist und sie bleiben lieber in ihrem Land und machen da erstmal richtig Business. Erweitern das, was sie als Idee haben, so richtig aus und dann später erobern sie vielleicht den Schweizer Markt, vielleicht einen anderen. Also ich hoffe, ich habe nicht Leute abgeschreckt. Das ist nicht das Ziel. Vielleicht also nur jedes die richtigen. Willkommen, aber ja, es gibt Regeln und wie in jedem Markt. Sehr gut. Das war's. Die 38. Folge haben wir gerade aufgenommen mit Patrick Slama von Talentia.
einen sehr erfahrenen Vertriebsmitarbeiter beziehungsweise auch Businessman, jemand, der die Schweiz versteht, aber auch den Rest der Welt. Und ich würde mal sagen, das war eine ganz interessante und spannende Folge. Du kannst gerne mal wiederkommen von mir aus. Sehr gerne, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, also vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Liebe Zuhörer und Zuschauer, uns gibt's bald online mit dieser Folge, aber vor allem gibt es uns immer online über LinkedIn. Ihr könnt euch vernetzen mit Patrick, mit mir. Ihr findet Talentia auf LinkedIn, ihr findet OB2B auf LinkedIn. Macht, was ihr wollt. Hört euch die Folge gerne von Anfang bis Ende an. Ein Kommentar ist immer erwünscht. Und ja, abonniert unser Channel. Das war's. Patrick, danke sehr. Danke. Bis bald mal wieder. Bis bald.